Herzlich willkommen bei der neuen Interviewreihe Morgens 9:30 an der Uni Potsdam. Ich bin Matthias Lichtenheld und ich freue mich, heute Frau Dörte Esselbohn am Mikrofon und an der Kamera begrüßen zu dürfen. Sie ist Leiterin des Service für Familien an der Uni Potsdam. Schönen guten Morgen nach Potsdam. Guten Morgen. Für alle Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, wir beide sind schon beim Du. Wir kennen uns aus anderen Arbeitskontexten und deswegen werden wir jetzt hier im weiteren Verlauf das Du verwenden. Und so möchte ich dich gleich fragen, was machst du sonst morgens 9:30 an deinem Arbeitsplatz? Das lässt sich gar nicht so einfach beantworten, weil jeder Tag anders aussieht. Und oft bin ich noch vor dem ersten Termin und dann beantworte ich die ersten E-Mails. Um 9:30 habe ich aber schon die Besprechung mit meiner Auszubildenden hinter mir. Das heißt, wir haben schon geguckt, was steht an und dann geht es los mit dem, was gerade als wichtige Aufgabe als nächstes ansteht oder einfach eben E-Mails angucken, beantworten oder es klingelt auch schon mal das Telefon. Was sind denn deine wichtigen Aufgaben gerade? Oh, das sind ziemlich viele. Also es gibt immer wichtige Beratungsanfragen, die ich beantworten muss. Die meisten Beratungsanfragen sind nicht in 2 Sätzen zu beantworten, sondern da brauche ich etwas länger. Und dadurch sammeln die sich auch manchmal. Ich brauche schon mal eine halbe Stunde oder eine Stunde auch für die Beantwortung einer E-Mail, weil auch ich nicht alles im Kopf habe zu allen Themen, die mich erreichen und dann auch nachgucken muss oder irgendwo nachfragen muss. Ganz aktuell wichtig ist zum Beispiel die Belegung von Kita-Plätzen. Also da läuft jetzt gerade das Rad und da habe ich mich ja auch mit der Leiterin der einen Betriebskita zusammen gefunden. Ja, und jetzt muss ich einfach noch ein paar Eltern ansprechen. Und sowas ist zum Beispiel zeitkritisch. Das muss dann einfach dringend gemacht werden. Und so etwas Zeitkritisches gibt es fast immer. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du schwierige Mails gerne morgens bearbeitest. Ist es dann so dieser Zeitraum rund um 9:30, von dem du gerade gesprochen hast? Ja, weil ich dann noch frisch bin. Also, dann bin ich schon aufgewacht. Also ich bin eigentlich eine Nachteule, aber morgens um 9:30 bin ich schon wach. Und dann bin ich aber auch frisch, noch um Denken, um schwierigere oder komplexere Mails oder andere Vorgänge oder Berichte zum Beispiel zu schreiben. Ganz spannend. Ich lasse Mails gerne bis 11 Uhr liegen und fasse sie erst dann nochmal an. Du hast auch erzählt von einem Familiencafé, was er gerade aufbaut. Kannst du davon kurz etwas berichten? Genau, also hatte den Gedanken schon länger. Wir hatten früher einmal im Monat einen Brunch, samstags morgens für Uni-Angehörige mit Familie. Es hat sich, weil diejenigen, die Uni verlassen haben, hat sich das ein bisschen ausgelaufen. Und ich war auch nicht so glücklich damit, das am Wochenende zu machen. Nicht wegen mir, sondern weil die ganzen Berliner Angehörigen oder aus dem Umland, die kommen Samstag natürlich nicht nochmal extra an die Uni, um an so einem Brunch teilzunehmen. Ich hatte mir schon länger Gedanken gemacht, wie man das so in die Uniwoche integrieren könnte. Jetzt haben wir seit über einem Jahr die Pandemie. Das war natürlich schwierig, aber seit April mache ich zusammen mit einer Juniorprofessorin aus der Germanistik ein Familiencafé digital für Studierende. Eine Stunde freitags vormittags. Jede Woche hat ein eigenes Thema, worauf wir fokussieren, aber es gibt ganz viel Platz für Austausch und für Austausch und und auch mit einzubringen, wie geht es einem gerade, was habe ich gerade für dringende Fragen. Und das kommt, also sowas muss ich ja immer ein bisschen einspielen, aber wir haben eine ganze Reihe von Anmeldungen und nicht alle sind dann immer da, aber es sind
letztes Mal, also es werden immer mehr, die auch teilnehmen. Und die teilnehmen, bleiben dabei. Also die kommen auch wieder. Und das ist ja mal ein gutes Zeichen. Schön, wenn dann sowas angenommen wird. Du hast auch im Vorgespräch berichtet, dass du alle Statusgruppen berätst. Kannst du dazu bitte noch kurz etwas sagen? Was kann man sich darunter vorstellen, dass alle Statusgruppen zu dir kommen können und Beratung in Empfang nehmen? Weil ich in meiner angehenden Vaterschaft war ja auch bei dir. Genau. Genau, also der Fokus bei mir in der Beratung bei mir liegt nicht auf einer Zielgruppe, sondern auf dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Hochschule oder der Tätigkeit an der Hochschule, ob das nun das Studium ist oder die Berufstätigkeit. Das heißt, ich berate die Studierenden, das ist der größte Anteil derjenigen, die zu mir kommen, aber es sind ja auch absolut der größte Anzahl von Menschen an der Hochschule. Ich berate aber auch eben Beschäftigte, so wie dich, Matthias, wenn sie Eltern werden oder wenn sie Pflegeaufgaben zu Hause haben oder schon Eltern sind und sich neue Herausforderungen auftun. So ein Familienleben zeichnet sich auch dadurch aus, dass man eigentlich permanent in eine neue Phase eintritt. Genau, und dann gibt es bei den Beschäftigten auch noch, auch im Endeffekt noch zwei Gruppen, nämlich die Beschäftigten, die Teil der Verwaltung und der Technik Mitarbeiterinnen sind und die Beschäftigten in der Wissenschaft. Und das sind unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen. Und insofern macht das für mich einen großen Strauß an verschiedenen Themen aus. Du hast gerade schon Studierende als Stichwort gebracht. Du selbst hast studiert, unter anderem auch Niederlandistik. Das war mir sehr neu, liegt vielleicht auch an meiner Herkunft, die eher östlich der Elbe noch liegt. Wie bist du bitte zu dem Studiengang gekommen oder anders, wie hat der Studiengang dich gefunden? Ich bin aufgewachsen an der deutsch-niederländischen Grenze. Und ein Großteil derjenigen, die das Fach studieren, kommen aus der Grenzregion. Das ist schon mal ein Anzeichen. In meiner Familie wird noch Plattdeutsch gesprochen, also zumindest bei den Älteren. Das ist relativ nah. Ich spreche das nicht, ich verstehe das nur. Und es war wahrscheinlich auch ganz gut fürs Niederländisch lernen. Man kann sich da auch in die Quere kommen mit den Sprachen. Ich habe nach dem Abitur einen Freiwilligendienst in Frankreich gemacht, aber ich hatte viele Freunde und Freundinnen in den Niederlanden und habe auch parallel, also mit Beginn meines Freiwilligendienstes, tatsächlich auch Niederländisch noch gelernt. Und auf der Rückfahrt von Paris nach Deutschland sind wir durch die Niederlande gefahren und irgendwie hatte ich gedacht, das könnte ich doch nochmal aufgreifen. Und da an der Freien Uni in Berlin, wo ich angefangen habe zu studieren, auch Niederlandistik angeboten wird, habe ich meine Fächerwahl gleich nochmal um das zweite Nebenfach erweitert. Sehr schön. Und was waren deine weiteren Fächer nochmal? Kannst du da nochmal einen kurzen Einblick geben? Weil ich fand das sehr spannend, was du erzählt hattest. Das Hauptfach war Geschichte. Und das erste Nebenfach war Französisch. Bin dann nach der Geburt meiner Tochter, nach dem Grundstudium mit meiner Familie nach Westdeutschland gegangen und da die Kombination Französisch und Niederländisch nicht so häufig war und wir uns irgendwie einigen mussten, musste ich mich für eine Sprache entscheiden. Und dann habe ich mich für Niederlandistik als zweites Hauptfach entschieden, weil ich dachte, das Französisch verlerne ich nach 2,5 Jahren in Frankreich nicht so ohne weiteres und in Frankreich-Bezug auch nicht. Und so war es auch. Und du hast eigentlich jetzt deine studentische Karriere im letzten Schritt vorläufig abgeschlossen. Du hast gerade promoviert. Kannst du mal bitte kurz dein Thema sagen und wie es für deine Beratertätigkeit an der Universität eigentlich, was du aus der ganzen Bearbeitung und des Themas für deine Beratertätigkeit mitnimmst? Ja, also ich bin der Überzeugung, dass es hilft, Einblicke in historische Prozesse zu haben oder in Geschichte, um
auch Dinge in der Gegenwart zu verstehen. Also zumindest, wenn es um Einstellungen, Mentalitäten und so weiter geht. Und in dem Bereich lag auch meine Dissertation. Also da ging es um evangelische Sexualethik und Geschlechterpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg und es im Endeffekt um Einstellung des Protestantismus in Deutschland zu Ehe, Sexualität und Familie. Und das beginnt vor 1945 natürlich und das reicht auch über 1960 hinaus. Und das hilft mir heute jetzt bei der Arbeit manchmal auch, um Strukturen zu verstehen. Manchmal auch ist es hinderlich, weil ich denke, Mensch, wir sind noch nicht mehr in den 50er Jahren, hat sich immer noch nichts geändert. Also so, es trägt auch zur Frustration dabei, manchmal dabei. Ja. Genau, aber um so Prozesse zu verstehen und manche Sachen habe ich auch im Ansatz, also wir haben ja 2018 eine Reform des Mutterschutzgesetzes gehabt, insofern, dass das Mutterschutzgesetz seitdem auch für Studierende gilt. Aber eingeführt wurde es zu Beginn der Bundesrepublik. Und das ist ein Absatz in meiner Arbeit, also weil ich da geguckt habe, also die evangelische Kirche hat sich auch an Gesetzgebungsprozessen beteiligt oder sie, also in der DDR zumindest ab und zu kommentiert und damit habe ich mich halt beschäftigt. Wenn du gefragt wirst, was sind deine 3 Lieblingsorte an der Uni Potsdam? Was antwortest du? Ich mache auch normalerweise, also ich arbeite am Neuen Palais, da ist mein Büro, aber außerhalb der Pandemie biete ich auch Sprechzeiten in Golm und in Griebnitzsee an. Also bin ich regelmäßig auf den anderen Campussen unterwegs. Meine Lieblingsplätze. Am Neuen Palais würde ich sagen, der Picknickplatz zwischen den Spielplatzteilen. Das war jetzt, also meine ganzen Lieblingsplätze liegen draußen. Also zum einen bin ich gerne draußen und zum zweiten glaube ich, dass die Möglichkeit, sich an so einem Campus wie am Neuen Palais draußen aufzuhalten, während der Pandemie viele persönliche Treffen ermöglichte, wo sie sonst nicht machbar gewesen wären. Und dazu gehört dieser Picknickplatz, dazu gehören auch die Innenhöfe von Haus 8 und Haus 12. Das finde ich wunderbar, dass man halt so gut auch Mittagessen kann oder sich einfach mal auf einen Kaffee treffen kann. Und ich mag sehr die Kolonnaden. Der Picknickplatz ist hinter dem Koordinationsbüro für Chancengleichheit, ne? Den meinst du? Ja, genau. Ja, ja, das ist schön. Wenn du an Studieninteressierte denkst, welchen Tipp würdest du ihm bei der Studienwahl oder auch bei der Wahl des Studienortes mitgeben? Also es hängt beides zusammen. Also ist auch meine Erfahrung, wenn ich angefangen habe an so einer sehr großen Universität wie der FU und dann bewusst an eine kleinere Universität wie die Karl von Ossietzky Universität in Oldenburg gegangen bin. Ich bleibe mal bei dem Ort erstmal. Also ich glaube, für sich selber muss man so ein bisschen in sich hineinhorchen. Fühlt man sich wohl in so einem großen Betrieb, also in so einem Studiengang zum Beispiel also in der Geschichte und Französisch an der FU hatten irgendwie mehrere tausend Studierende. Niederlandistik war oft auch so ein kleines Exotikum, also mit keine 100. Da kannte man sich dann auch. Aber an so einer Universität, also wie in Potsdam oder in Oldenburg gibt es auch große Studiengänge, aber es gibt auch viele Studienfächer, die dann doch kleiner sind als an so einer Massenuniversität. Und das fand ich für mich auch ganz angenehm. Der Nachteil ist, das habe ich in Geschichte gemerkt. Also ich war in Oldenburg in der Geschichte sehr zufrieden. Gleichwohl war das Angebot natürlich das, was an Kursen, an Vielfalt, an der Breite war an der FU deutlich besser. Ne? Also das hängt dann wieder mit der Größe zusammen. Was das Studienfach betrifft,
finde ich, sollte man genauso in sich hineinhorchen und gucken, ja, was mir interessiert mich, womit kann ich mir vorstellen, mich 3, 5, 6, 7 Jahre zu beschäftigen, je nachdem, wie lange ich an der Uni verweile. Auch mal durchstrecken, also auch mal, ist es, also auch zu wissen, bei Studieninhalten, die mir nicht so liegen oder die ich nicht so mag, aber zu wissen, warum ich das mache oder dass ich das insgesamt gerne mache, damit ich diese Durst oder diese Hänger, die ich dann vielleicht habe, auch durchhalte. Mit Geschichte und Niederlandistik ist es so, dass es nach dem Studium ja nicht so einfach ist, ins Berufsleben zu finden. Ich finde, das ist ein Faktor, doch zu überlegen, ja, was mache ich denn da? Will ich danach eigentlich machen oder was gäbe es für Möglichkeiten? Oder traue ich mir zu, so ins Wasser zu springen und mich erstmal so eine Weile frei zu schwimmen? Also ich finde, das kann nicht schaden, sich das vorher schon zu überlegen. Weil das ist so, also für mich war hilfreich in dieser Zeit dann immer zu wissen, ich habe trotzdem gern Geschichte studiert. Also das war ein Wert für sich, dieses Studium, auch wenn es danach manchmal schwierig war, in diesem Fach zu arbeiten. Und ich hatte trotzdem das Glück, dass ich phasenweise auch oder relativ lange durchaus auch als Historikerin gearbeitet habe. Also das Interesse am Fach hat dich so durch diese vielleicht dann auch mal Hängephasen des Studiums begleitet oder hat dich dann herausgezogen da? Das war eine hohe Motivation. Und ich glaube, gleichzeitig nach dem Studium habe ich gedacht, aber dem, was ich jetzt beruflich mache und was ich gerne machen würde, hätte ich vielleicht besser andere Fächer studiert. Da merkte ich, dass ich sehr verhaftet bin, auch den Erwartungen meiner Familie gegenüber. Also da passte Geschichte gut rein, aber BWL hätte zum Beispiel schlechter gepasst. Und Jura war weit ab von allen Möglichkeiten, obwohl das vielleicht durchaus was gewesen wäre. Das hat auch mit meiner Herkunft zu tun und mit dem, was ich von da kam, das sich bewusst zu machen, zu gucken, was kann ich, was will ich, wo will ich arbeiten. Vielleicht auch mal, dafür gibt es Kurse. Also meine Tochter hat mal so einen Berufsorientierungskurs mitgemacht, der ihr, glaube ich, ein bisschen weitergeholfen hat. In dem Fall sich für das zu entscheiden, was sie sowieso schon wollte. Aber das eben dann nochmal sehr viel klarer. Diese Bestärkung dann darin. Ne? Ja, das hätte ich mir auch, glaube ich, gewünscht zu Beginn meines Studiums. Ich würde aber gerne nochmal auf dein Arbeitsfeld an der Uni zurückkommen. Wenn du dir etwas wünschen dürftest, was würdest du für deinen Bereich gerne ändern? Vielleicht sind es ja auch deine Ziele für die nächsten Arbeitsjahre da im Zentrum für Familien. Also mein Traum oder ist schon seit längerer Zeit, sowas zu haben wie so ein Begegnungszentrum oder Familien, ne, wo Beratung stattfinden kann, wo sich aber Leute auch treffen können, austauschen können. Also sozusagen, es macht auch sowas wie Peer-to-Peer-Beratung, also dass man sich untereinander berät. Das verbunden auch mit einer Büropräsenz und das vielleicht auch nicht nur für, also das ist dieser Traum oder dieses Zentrum hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen geöffnet. Ich denke, nee, das macht, also auch Familien haben vielseitige Facetten und vielseitige, also sind nicht jemand, der mit Familie studiert, hat nicht nur Familie, sondern hat auch noch andere Bedarfe, Bedürfnisse. Also geht es mir, also ist das eher ausgeweitet in so eine, klingt so ein bisschen nach 70er Jahre, Zentrum für soziales Leben oder so, ne? Aber also so ein Treffpunkt in der Uni, ich finde, davon gibt es zu wenige. Das ist ganz spannend. Ne? Schulen sollen ja auch zu Mehrgenerationenhäusern eventuell in bestimmten Utopien werden und dann wäre es so ein Ort an der Universität. Ja, und wo man sagt, also auch was wo auch Platz ist, also wo Platz wäre, Kinder mal zeitweise zu betreuen, aber genauso Platz ist für Gruppen, sich zu treffen, zum Beispiel für Arbeitsgruppen auch sich zu treffen, sei es unter Kollegen, Kolleginnen
Oder sei es auch also ich habe mal ein Erfolgsteam studierender Mütter begleitet, die brauchten auch immer einen Raum an der Uni. Und wenn man dafür für sowas einen festen Ort hätte, das wäre fantastisch. Als abschließende Frage würde ich gerne noch wissen, was heute deine letzte Amtshandlung sein wird. Weißt du das schon? Ich weiß nicht, ob es meine letzte, wahrscheinlich werden es wieder ein paar E-Mails, also oft klingt der Tag auch dann nochmal mit ein paar E-Mails aus, aber ich habe heute Nachmittag noch ein Gespräch mit einer Arbeitsgruppe aus der Philosophischen Fakultät, wo es auch um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Und das Gespräch habe ich zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten. Dann wünsche ich dir für dieses Gespräch viel Erfolg und für deine weitere Arbeit und bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier mitzuwirken. Vielen Dank für das Interview. Ja. Tschüss. Tschüss.